erste Interview mit David Raum als neuem Kapitän von RB Leipzig. David, wie fühlt es sich an? Schön fühlt es sich an. Ich glaube, es ist eine Riesenauszeichnung, eine Riesenehre natürlich auch und glaube ich auch ein Stück weit eine Bestätigung für die Leistung in den letzten Jahren, vor allem auch im letzten Jahr. Ich habe probiert, letztes Jahr schon mehr Verantwortung zu übernehmen, voranzugehen und dass ich dieses Jahr diese Rolle jetzt ausfüllen darf, ist natürlich riesig. Ich probiere natürlich jetzt auch da reinzuwachsen, nochmal nächste Schritte zu gehen, nochmal mehr voranzugehen und ja, freue mich einfach auf die Aufgabe und auf die Saison mit den Jungs. Das erste Spiel hast du schon hinter dir im Pokal in Sandhausen. War irgendwas anders? Wie hat es sich angefühlt? Ja, natürlich war es anders. Ich laufe erst mal ganz vorne ein natürlich und ja, man hat die Binde am Arm. Man spürt natürlich noch mal so ein bisschen mehr Verantwortung für die Leistung, für die Mannschaft, für den Verein. Aber ich glaube, ich bin der Rolle gewachsen und ich freue mich da sehr drauf. Ich will ja auch vorangehen, vor allem auch mit Leistung. Und deswegen hat es sich natürlich anders angefühlt, aber irgendwie ein Stück weit auch richtig und hat mich gepusht. Was natürlich viele interessiert, weil das auch so die geheimen Einblicke sind. Wie hast du davon erfahren? Für mich war es auch relativ überraschend. Ich habe im Trainingslager 1, 2 Gespräche geführt schon mit dem Trainer, wo ich gemerkt habe, aber wie es auch letzte Saison schon war, dass ich so im Mannschaftsrat oder ja, im engeren Kreise bin, würde ich mal sagen, des Kapitänsamts. Aber ja, am Ende des Tages hatte ich dann ein Gespräch mit dem Trainer im Trainerbüro, wo er mir nochmal gesagt hat, dass er sehr zufrieden ist mit mir, wie ich meine Rolle ausführe auch und vorangehe. Ja, anschließend am nächsten Tag hatte ich dann wieder einen Termin beim Trainer im Büro und da hat er gesagt, anschließend ans Gespräch von gestern hätte er gern, dass ich Kapitän für die Saison bin, für die kommende. Und ja, das war dann schon aus dem Nichts. War schon überraschend für mich, aber das war so ein richtiges Glücksgefühl, muss ich sagen. Ich musste sofort grinsen, sofort lachen, weil ich mich sehr gefreut habe natürlich, weil es, wie schon angesprochen, eine Riesenauszeichnung ist auch. Und ja, ich glaube, ich habe den ganzen Tag irgendwie so das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Ja, habe sofort natürlich Freunde, Familie, Frau informiert. Und ja, war ein Riesengefühl, war, glaube ich, ja, so ein nächster Schritt in meiner Karriere einfach, den ich jetzt erreicht habe und wo ich riesig stolz drauf bin, in meinem 4. Jahr bei RB jetzt diese Rolle zu übernehmen. Ja, das ist ja, für mich einfach auch und für den Weg, den ich gegangen bin, glaube ich, ja, einfach eine Riesenauszeichnung. Du hast schon gesagt, man kennt dich auf dem Platz als Sprachrohr, als jemand, der sehr emotional ist, der aus sich rauskommt. Bist du auch froh, dass du jetzt endlich offiziell auch mit dem Schiedsrichter ins Gespräch gehen darfst? Das war wirklich tatsächlich einer der ersten Sprüche, die mir jeder gedrückt hat. Jeder meinte, jetzt darfst du wirklich mit dem Schiedsrichter reden. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen und habe ich auch im ersten Spiel probiert umzusetzen, dass ich mit den Schiedsrichtern jetzt einfach auch in einer anderen Art und Weise, auf einer anderen Ebene auch kommuniziere, weil es einfach auch wichtig ist, weil ich auch im Namen der Mannschaft kommunizieren muss. Das muss auf einem richtigen Weg passieren, damit es auch ankommt und damit ich auch damit helfen kann. Und ja, deshalb probiere ich natürlich auch in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter, auch wenn ich sehr emotional geladen bin, immer eine klare Linie zu haben, um damit auch der Mannschaft zu helfen. Aber trotzdem wird natürlich der emotionale Raum mir nicht hinten angestellt. Du hast schon gesagt, du hast direkt Freunde, Familie angerufen und gesprochen, geschrieben. Gab es viele Nachrichten auch für dich, auch aus dem Profibereich, auch aus dem Nationalmannschaftskreis, vielleicht von Kapitän Kimmich? Gab es da einen oder anderen Tipp? Ja, es ist lustig, weil ich glaube, ein paar Tage vor mir wurde Robert Andrich auch in Leverkusen Kapitän. Und ja, dann wurde es bei mir auch bekannt gegeben. Und dann hat, weil wir eine Gruppe haben, wir 3 mit Joshua Kimmich zusammen, hat eine Nachricht in die Gruppe geschrieben, Glückwunsch an die 2 Kapitäne. Hat sich sehr für uns gefreut, ja, hat mir auch nochmal persönlich gratuliert, hat gesagt, das habe ich mir verdient, ein Stück weit auch. Ansonsten haben natürlich auch viele alte Wegbegleiter oder ja, einfach auch teilweise Mitarbeiter auch geschrieben, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil es auch eine Auszeichnung ist, weil ich probiere auch, seitdem ich vor 4 Jahren hier angekommen bin, einfach dem ganzen Verein und allen Mitarbeitern, allen Leuten hier ein gutes Gefühl zu geben und immer freundlich, höflich, nett zu sein und respektvoll. Und ja, ich glaube, wenn man dann diese Nachrichten erhält, dann kommen die auch wirklich von Herzen und sind ehrlich gemeint und die tun einem dann natürlich auch sehr gut und bestätigen einen da drin und da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Und die WhatsApp-Gruppe Andrich Kimmich Raum kriegt jetzt einen neuen Namen? Nee, weil Jo ist ja nur in der Nationalmannschaft Kapitän und glaube ich bei Bayern nicht. Also hat noch was aufzuholen. Ja, da muss er uns noch was nachmachen. So, David, jetzt geht natürlich die Saison schon los in wenigen Tagen. Ganz besonders
Wir haben es gerade gesagt, für dich als Kapitän natürlich, für uns aber auch als Club im 10. Jahr Bundesliga. Und erstmals eröffnen wir die Saison in München gegen den FC Bayern. Wie heiß bist du drauf? Ja, sehr, würde ich sagen. So ein bisschen dieses Spiel, wo alle drauf schauen. Die Bundesliga beginnt, wir sind die Einzigen, die spielen an dem Abend. Alle werden entweder auswärts in den Hotels, weil sie am nächsten Tag Spiel haben, oder zu Hause vorm Fernseher sitzen und werden dieses Spiel verfolgen. Ist auch so ein Stück weit, glaube ich, so dieser Einstieg in die Saison, wo man direkt mal sieht, ja, wie sieht es aus dieses Jahr, wie können wir uns da einordnen. Jeder probiert uns direkt einzuordnen, wahrscheinlich nach diesem Spiel. Deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, wie wir uns auch präsentieren. Das Ergebnis ist natürlich auch wichtig, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man in so eine Bundesliga reinstartet, auch ist extrem wichtig. Und da werden wir uns viel vornehmen, werden wir jetzt die Woche einfach auch gut an uns arbeiten, werden uns einen guten Matchplan bereitlegen, den die Trainer vorbereiten werden. Und dann werden wir auch schauen, und da nehme ich mich mit in die Verantwortung, dass wir da am Freitag in einer richtig guten Verfassung am Platz stehen, mit der richtigen Einstellung, Mentalität und dann auch die Saison gut starten, weil das einfach auch wegweisend und wichtig ist. Wir schauen gleich noch im Detail auf das Spiel mit den Bayern. Man hat natürlich die Ziele, glaube ich, klar für eine neue Saison. Man will erfolgreich sein. Trotzdem gibt es irgendwie so einen Satz, den du zusammenfassen könntest, was ihr euch als Mannschaft mit dem Trainer vorgenommen habt? Ich glaube, das in einem Satz zusammenzufassen, ist natürlich schwer. Ja, ich glaube, es sind mehrere Aspekte im Vergleich zu letzter Saison, die wir einfach wieder besser hinbekommen wollen. Vor allem das Thema Konstanz ist, glaube ich, wichtig, weil wir letztes Jahr echt eine durchwachsene Saison hatten mit Höhen und Tiefen. Wichtig ist, dass wir eben diese angesprochene Konstanz einfach in die neue Saison reintragen, dass wir unsere Leistung jedes Spiel abrufen, dass wir nicht so hohe Schwankungen haben wie letztes Jahr. Aber das ganz große übergeordnete Ziel, da brauchen wir uns nicht anlügen, ist natürlich, dass wir wieder zurück in die Champions League wollen, dass wir um Titel mitspielen wollen, aber auch im DFB-Pokal, dass wir im Bundesliga-Rennen einfach oben auch oben anklopfen wollen, wo wir hingehören als Top-Mannschaft der Liga. Und das haben wir letztes Jahr nicht ganz geschafft, auch am Ende mit dem Tabellenplatz. Aber ich glaube, das sollte schon unser Ziel sein und unser Anspruch auch mit dem Kader, mit der Mannschaft und mit dem Drumherum. Du hast in der Vorbereitung viele Eindrücke sammeln können im Trainingslager. Ich glaube, man kennt den Trainer jetzt so ein bisschen, wie er drauf ist. Es gibt auch einige neue Jungs in der Mannschaft. Was ist anders im Vergleich zur Vorsaison? Auf jeden Fall ein paar neue Spieler. Ja, der Trainer natürlich auch, das ganze Trainerteam. Ich glaube, wir haben mit Ole, aber auch mit dem ganzen Trainerstab eine ganz klare Linie, die wir fahren dieses Jahr, ganz klare Vorgaben. Er hat klare Prinzipien auch, die er von uns verlangt, auf und neben dem Platz, was sehr wichtig ist, auch was gut ist. Wir sind nach wie vor auch noch eine junge Mannschaft, die das braucht. Ich glaube, wir sind insgesamt einfach qualitativ auf einem Niveau, was wirklich sehr, sehr gut ist, auch im Training schon, wenn man das sieht. Wir haben sehr gute Einzelspieler, ich glaube, die Teamdynamik passt auch. Da entsteht natürlich über die Vorbereitung mal ein bisschen was, aber ich glaube insgesamt, wenn es dann losgeht, auch in der Saison mit dem richtigen Wettkampf, kann da schon auch eine gute Gemeinschaft, eine geile Gruppe entstehen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig und da schauen die Trainer auch drauf, dass das dieses Jahr besonders gut geformt ist und gefördert wird. Und da sehe ich mich natürlich auch in der Verantwortung als Kapitän. Lässt sich recht einfach sagen, welche Art von Fußball Ole Werner mit euch spielen möchte? Aktiven Fußball würde ich jetzt sagen, mit und gegen den Ball. Wir wollen agieren, nicht reagieren. Wir wollen mit Ball sehr kreativ sein, variabel und gegen den Ball aggressiv und bestimmend auch. Wir wollen das Spiel dominieren mit und gegen den Ball. Nicht nur im Ballbesitz, sondern auch wenn der Ball weg ist, ihn so schnell wie es geht zurückerobern. Weil ich glaube, das ist auch insgesamt, wenn man von einer RB-DNA reden will, ich glaube, der Knackpunkt, dass wir einfach unangenehm sind, auch gegen den Ball. Und wenn wir ihn haben, Gegner auch bespielen und schnell Richtung Tor kommen. Lässt sich doch auch sagen, wird sich da auch für dich spielerisch auf dem Platz was verändern, wie du agierst? Ja, ich denke schon. Dadurch, dass ein neuer Trainer da ist, ein neuer Spielstil, ein bisschen eine andere Formation auch, stehe ich in anderen Räumen, anderen Positionen. Ich glaube, insgesamt muss man sich immer ein bisschen anpassen. Das ist, glaube ich, aber auch gut für mich. Ich kann nächste Schritte gehen, nicht nur durch mein neues Amt, sondern auch auf dem Platz, durch die neue Formation, die wir spielen.
Macht aber Spaß bis dato und ja, ich glaube auch für mich ein guter Entwicklungsschritt. Ja, und freue mich einfach diese Saison. Ja, und die Fans können sich auch auf was freuen. David, du hast schon sehr viel ausgeholt, was dieses Spiel am Freitag so besonders macht. Wir öffnen die Saison beim FC Bayern. Es geht los in der Bundesliga. Für viele in der Mannschaft das erste Mal Bundesliga. Viele junge Teamkollegen an deiner Seite. Was gibst du denen für Tipps mit, dass sie bereit sind für diesen Kickoff? Ja, ich glaube, du hast schon richtig angesprochen, es ist ein besonderes Spiel. Ich glaube, die Jungs werden alle heiß sein, alle, die am Platz stehen, die aber auch auf der Bank sitzen mit den Hufenscharen. Ich glaube, insgesamt haben wir die Einstellung wichtig. Da muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen bei so einem Spiel, wo wirklich alle zuschauen. Aber ich probiere immer den jungen Spielern mitzugeben, dass sie sich eher freuen sollen. Es ist natürlich immer ein Stück weit Anspannung, Aufregung und Druck auch mit dabei in unserem Beruf. Aber ja, es gibt immer einen Grund, warum die Spieler hier spielen bei uns, warum sie dieses Spiel spielen dürfen, warum sie da sind, wo sie jetzt sind. Und das probiere ich ihnen immer mitzugeben. Probiere ich mir auch immer selbst zu sagen, weil das beruhigt einen so ein bisschen, dass das ja eine Bestätigung ist, dass man jetzt spielt hier in so einem wichtigen Spiel. Und ja, probiere immer zu sagen, dass sie Spaß haben sollen. Das ist das, was sie am besten können, vor allem unsere Offensivspieler. Wenn sie dann Spaß und Freude haben, dann klappt auch sehr, sehr vieles. Und ja, gegen den Ball ist halt einfach auch trotzdem auch wichtig, dass man sie hier und da vielleicht mal weckt. Aber ich glaube, in so einem großen Spiel gegen so einen Gegner, wo alle auf einen schauen, müsste die Einstellung schon bei allen stimmen. Und dann probiert man einfach auf dem Platz dann einfach auch über 90 Minuten die Stimmung hochzuhalten. Auch egal, was passiert, ist dann wichtig, dass wir trotzdem gutes Auftreten haben am Freitag. Und da werde ich natürlich auch in meiner Rolle, die ich jetzt habe, einfach auch probieren, dass ich da alle Jungs am Platz erreiche. Und alle wollen natürlich wissen, einfache Frage, nicht so einfache Antwort, wie schlagen wir den FC Bayern? Mit dem guten Matchplan, mit der richtigen Intensität und ja, ich glaube auch mit der gewissen Kaltschnäuzigkeit und Zielstrebigkeit Richtung Tor dann und ja, mit absolutem Willen und Mentalität. Abschließend, wir sind mit über 6.000 Fans vor Ort in München. Auch nochmal deine Möglichkeit, jetzt nochmal allen mitzuteilen, wie wichtig das ist, dass wir natürlich gemeinsam dort in München auftreten müssen, ordentlich Stimmung machen müssen, dass ihr das auch auf dem Platz spürt und diese Energie dann einfach auch in Tore umwandeln könnt. Ja, ich glaube, das ist immer ein Geben und Nehmen zwischen Fans und Mannschaft. Wir sehen uns da in der Verantwortung natürlich, alles auf dem Rasen zu geben, um die Fans auch anzuzünden. Und genauso ist es auch andersrum. Wenn ich das jetzt höre, über 6.000 Fans in München, hier freue ich mich natürlich sehr. Wir können jeden Einzelnen gebrauchen. Die Unterstützung ist immer wichtig für uns, auch nicht nur bei Heimspielen, sondern auch auswärts. Selbst jetzt auch im Pokalspiel gegen Sandhausen war der Block voll, war sensationell. Da freuen wir uns als Mannschaft natürlich auch und das wissen wir wertzuschätzen. Und ja, das ist riesig von den Fans. Das treibt uns an, das pusht uns und da freuen wir uns drauf auf die ganze Saison auch und ja, wissen das sehr zu schätzen als Mannschaft. Dann darf ich abschließend nochmal sagen, Glückwunsch. Vielen Dank. Zu der neuen Rolle als Kapitän von RB Leipzig und ganz viel Erfolg in der neuen Saison gemeinsam mit uns. Wir freuen uns drauf. Danke, freue mich auch.